Okay, wir würden heute mit ein paar Slido-Fragen an. So, es gibt schon eine, Sie können jetzt versuchen zu gucken. Wir würden noch in ein paar Minuten anfangen. Ja. So, die Frage ist, ob die Adresse, ob die Zeit von dieser Adresse nur x, dc nur 254 auf TLB. Die Zeitengröße ist 4 Kilobyte. Und wir haben zwei Tabellen hier. Die obere Tabelle ist von TLB, die untere Tabelle ist vom Cache. Okay? Gut. Okay, nochmal. Wir kommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Am Montag haben wir über die Speicherhierarchie schon noch einmal erklärt. Und ich würde ein paar Fragen hier einstellen. Und die vier Fragen, die ich habe, sind für die Speicher zugreifen. Ja. So, die Frage zum ersten ist, wir haben zwei Tabellen. Eine ist TLB, andere ist Cache mit virtuellen Adressen. So, für TLB sehen wir ein TLB mit zusammen 8 Sets. 8 Mengen von nur x0 bis nur x7. Und jede Menge erhält 4 Zeiten. Okay? Und die Informationen sind hier dabei. Jeder Eintrag hat ein Tag und Inhalt. Der Inhalt ist die reale Adresse von dieser Zeiten. Ja? Die erste Frage ist, die Adresse nur x, dc, nur 254 und die Zeitengröße ist 4 Kilobyte, ist diese Adresse auf TLB. So, es ist auf TLB, so natürlich nur die obere Tabelle ist relevant. Die untere Tabelle ist nicht relevant. Ja? Zurzeit. Ja?
Wer sich wundert, die Zahlen in Klammern hinter dem Tag sind noch egal. Also ja. erstmal ignorieren. Ja, diese Zahlen hier sind jetzt egal. Wir benutzen die Zahlen 1 bis 4 später, aber nicht jetzt. Okay, gut. So, die erste. Wie viele Bits gibt es hier für die Offset? Wie viele Bits gibt es hier für die Offset? Schon? Nein? Wir haben Patch Size 4 Kilobyte und das ist TLB. Für uns nur die Anfangadresse von Zeiten sind wichtig. Ja? Die Offset in einer Zeiten ist für uns egal für TLB. Okay? Das bedeutet, wir haben zusammen wie viele Bits für die Offset? Schon klar oder nicht klar? Versuchst du? 5 Bits? Warum 5? Weil wir das, als wir letzte Vorlesung drüber geredet hatten, zum Beispiel auch hier immer bei Direct Mapping und Vollassoziativität und Mengenassoziativität auch immer 5 Bits am Ende. Aber das war für Data Cache. Jetzt ist für DLB. Und das ist mit der Größe von Zeiten zu tun. So, wie groß ist eine Zeite? Hier 4 Kilobyte. Und wie viele Bits können wir wegwerfen für diese 4 Kilobyte? 4 Kilobyte ist 4096. Das ist. Jemand hier kann helfen? Nein? Nie? Ja? Okay. So, 2 hoch 12 ist 4096. So, wir können die letzten 12 Bits aus Offset setzen. So, es bedeutet, die 3 hier. So, hier ist Hexadecimal. Es bedeutet, dass wir die 12 Bits, okay, nicht 3 Bits, aber 12 Bits, 3 mal 4 ist 12. Okay? Jede Zahl hier ist für Hexadecimal, das ist mit 4 Bits zu tun. So, 4 mal 3 ist 12. Wir können die 12 wegnehmen. Und wir haben zusammen 8 Sets. Wie viele Bits brauchen wir für Index? Für 8 brauchen wir 3 Bits. Das bedeutet, wir gucken jetzt hier. So, hier. Das ist nur. Ja? Das bedeutet, die 3 Bits brauchen wir für die Index. So, wir gucken jetzt nach Set nur. Die anderen 7 Sets sind für uns egal. Okay? Dann vergleichen wir jetzt die Tag von dieser Adresse. Vergleichen wir den Tag von dieser Adresse mit den anderen Tags von Set nur. Okay, die Frage jetzt ist, was ist der Tag von dieser Adresse? Das ist nur xdc nur.
aber am Ende auch ein nur. So, wir sollten diese zusammen nach links 3 Bits schicken. Entschuldigung, nach rechts 3 Bits schicken. Nach rechts 3 Stellen, weil die 3 muss weg sein. Ja? So, wir sollten nach rechts 3 Stellen schicken und diese nach 3, so, nach 3 Bits ist nur x, 1b, 8 nur. Wie kann man es hier? Das ist diese Adresse, nach rechts, 3 Bits, nach rechts mit 3 Stellen ist nur x1b 8 nur. Okay? So, jetzt gucken wir, ob es nur x1b 8 nur hier gibt. Nicht. So, es ist ein Miss. So, diese Adresse ist leider nicht auf TRB. Und ja, ist es klar? Vielleicht noch nicht, dann machen wir noch weiter. Gleich wie früher, aber mit anderer Adresse. Nur x, nur, was muss ich das schreiben? Nur x, nur 8, 2, 5, 4. Okay, so muss ich jetzt gucken. Aus erneut, alles weg. Welche Adresse ist es, Christian? Okay. Welche Adresse ist x? Welche reale Adresse ist x? 3 nur? Oh, Entschuldigung. Ja. Das ist egal. Ja. Ja. Okay. Gut. Welche physikalische Adresse ist diese Adresse? Okay. Von virtualer Adresse zum realen Adresse gucken wir nur zu TLB. Die untere Tabelle ist noch einmal egal. Wir gucken nur die obere. So, es ist gleich 4 Kilobyte für die Patch größer. Die 3 Bits hier, die 12 Bits hier sind für die Offset. Wir haben gleiche Menge. Das bedeutet, wir haben auch 3 Bits für die Index. Das bedeutet, hier ist nur, also die 3 Bits ist nur, weil 8 1 nur ist. Okay, so 8, das ist 1 nur. Das bedeutet, wir gucken nur hier, die 3 Bits gucken wir noch einmal hier.
Okay. Was ist der Tag? Der Tag. Das müsste dann jetzt dementsprechend 0x1 sein, weil wir das Ganze ja um 3 Bits nach rechts verschieben. Also aus 1000 wird 0001. Closer. No? I don't think they can hear you. Yes. Okay. Also wir haben ja da ist gerade die 8 betrachtet und dementsprechend bei der 8 wir müssen das Ganze ja um 3 Bits verschieben, also sprich aus 1000 wird 0001. Und dementsprechend haben wir dann einen Tag 0x1. Ja, das ist gut. Aber das ist nur der Tag. Was ist die Adresse? Kannst du aussprechen? Dementsprechend können wir ja dann bei Content gucken und da haben wir dann 0x5620. Und das müsste ja dann dementsprechend auch die reale Adresse sein, auf die wir verweisen. Aber das ist nur die Anfangadresse von unserer. Am Ende brauchen wir auch 12 Bits Offset. So, es ist nur. Okay. Wir haben 3 Nullen am Ende ignorieren, ansonsten haben wir die Tabelle zu groß. Ja? So, es bedeutet, die Adresse ist nur x562 nur plus nur x254. Das ist nur x nur x 562 nur 254 für diese reale Adresse. Ja, diese 3 nur, und wenn wir diese große, das ist nicht die Anfangadresse, das ist die Anfangadresse nach 12 Bits nach links verschoben. Ja. Okay, weil wir brauchen auch die 3 Nullen, nicht am Ende dort speichern. Every bit costs, so don't save unnecessary bits. Okay, gut. Das haben wir richtig verstanden. Okay? Gibt es Fragen über TLB? Okay. Your computer does this every time when it does access something. Okay, so next question. Okay? Was ist das? Es gibt ein System mit 4 Kilobytes große Speicherzeiten. Ja, welches Byte wird an der Adresse nur x, nur 8, nur 1 aus dem Cache geladen, wenn wir diese Cache mit virtuellen Adresse in Tag speichern. Es ist wichtig, dass wir gucken jetzt über Cache. Wir gucken jetzt mit virtueller Adresse auch auf Cache. Ja? Zumindest. Später werde ich erklären, warum es nicht so gut ist. Ja? Okay, so brauche ich auch die Adresse. Und ich muss auch ein bisschen erkennen, dass unser Cache hier nur für unser Beispiel hier ist mit ganz klein Cache-Block größer. Jeder Block hat nur 2 Bytes. So one cache block is only 2 bytes. Okay, it stores only its address and its address plus 1. Okay. Dann, wir haben auch zusammen 8 Sets. Und die Frage jetzt ist, wie ist unsere Adresse? Wie ist die nur 8, nur 1. Okay. 2 Bytes pro Block. Und was ist das?
Oh, didn't I use English? Okay, what's the content here? So das ist wegen Datei, Datum. So, das ist nur mit Cache zu tun und redet man von TLB. Wenn wir mit realer Adresse in Cache, dann brauchen wir natürlich zunächst TLB und dann über die reale Adresse im Tag in Cache gucken. Aber jetzt benutzen wir mit realer Adresse in Cache. So, wir können direkt hier gucken. So, wie viele Bits brauchen wir für die Offset? Wer hat Lust zu probieren? So, wie viele Bits für der Offset? Wir haben 2 Bytes für die Cache-Block, für ein Cache-Block. Für 2 Bytes brauchen wir, wie viele Bits brauchen wir hier? Zu diesem Block zu gucken. 2 ist 2 hoch. Wie viele? Wir brauchen ja, glaube ich, 32 Bits für ein Byte. Nein. Das war früher, wenn wir über Zeiten gucken. 4 Kilobytes brauchen wir 12 Bits. Ja? Jetzt haben wir nur 2 Bytes für die Cache-Block. Also dementsprechend haben wir dann 16 Bits, das heißt... Nein. Nee, Quatsch, nein. Wir indexen nur in die Grenze für Bytes. Ja? Immer mit Bytes für die Adresse. So, 2 Bytes brauchen wir nur Adresse, nur oder 1 drin in diesem Block. Deswegen brauchen wir Neunmal. Ein Bit vielleicht, weil 0 oder 1 ja nur benötigt wird. Ja, so, ein Bit für Offset, das ist richtig. Wie viele Bits für Index? Keine Ahnung. Ich enthalte mich. 8 Sets, ja? Wie viele Bits brauchen wir für 8 Sets? 8 ist... Wie viele? 3. 3 Bits. So, 3 Bits für Index, 1 Bit für Offset. Okay. Und was ist unser Tag hier? Tag. So, wir müssen 4 Bits am Ende entnommen. Und wir müssen 8 Bits hier entnehmen. Also 4 Bits am Ende entnehmen. So, der Tag ist nur X, nur, 8, nur. Ja? Ist das klar? Und welches Set sollten wir gucken? Das ist Set mit Index nur. Okay. So. Was haben wir hier? Das können wir, das ist nur 1. Das bedeutet hier, das ist unser Offset. So, es ist Offset. Und das ist unser Index. So, nur hier ist hier. Der Tag ist ab nur. Und wir haben die Nullen vorhin nicht dort geschrieben. Das ist hier. Und der Inhalt für die 2 Bytes sind nur X, A, F, A. Okay, deswegen diese Adresse Offset 1 ist dann nur XA. Nur XA, FA, dann nehmen wir diese mit AA. Okay, natürlich, ob es AA oder FA, hängt von
Big Endian ist oder Little Endian ist, ab. Aber hier haben wir die anderen nicht dort setzen. So, das ist einfach. Nur XAA. Okay, gut. Der nächste ist noch nicht, ja? Gut. Gibt es Fragen über die Adresse von Cache? Gut. Okay, this is important, huh? You don't do it every day, but your computer does this every time when there's something happening. Okay, so, dann, das haben wir schon letztes Mal. Gibt es Fragen über Cache? Wenn nein, dann ich würde etwas noch einmal erklären. So, wie wir schon versucht zu nochmal gucken, wenn wir den Zugriff von Daten oder Befehlen vom Hauptspeicher zugreifen möchten, dann brauchen wir zuerst über die Cache-Hit oder Cache-Miss überprüfen. Brauchen wir zuerst die Offset und Index von dieser Adresse separieren. Wir gucken zuerst von dieser Index, welche Menge diese Adresse gehört zu. Und dann überprüfen wir, ob der Tag hier gleich wie einer von den Wegen von dieser Cache-Set ist. Wenn ja, dann das ist ein Cache-Hit. Wenn nein, dann das ist ein Cache-Miss. Wenn wir ein Cache-Hit haben, dann gucken wir, welche Bytes, auf welche Wort wir dort brauchen. Dann bekommen wir diese Inhalte direkt im Register. Okay. Und wir können auch dort mit der Blockgröße gucken. Die Blockgröße ist die Anzahl der Wörter, die von Cache-Miss aus dem Speicher nachgeladen werden. So, zum Beispiel hier, die Cache-Block ist die Nine-Size, das ist auch mit Cache-Nine-Size genannt. Man kann mehrere Bytes in ein Cache-Nine setzen. Normalerweise es gibt 16 Bytes oder 32 Bytes für ein Cache-Nine oder ein Cache-Block. Deswegen können wir mehrere Wörter direkt vom Hauptspeicher in Cache einladen, sodass wenn wir später die Daten auf Befehl, wenn wir den nächsten Befehl oder die Daten in der Nähe brauchen möchten, können wir direkt vom Cache bekommen. Okay. Man kann natürlich auch mehr Wege und mehr Dinge hier setzen und dann sollten wir auch über diese Gültigkeitsbits überprüfen, ob dieser Tag gültig ist. Das ist wichtig, wenn wir die Daten von verschiedenen Prozessen überprüfen möchten. Aber das würde ich hier überspringen. Das ist ein bisschen detailliert für diese Vorlesung dieser Semester. Okay, wenn wir über dieses Verhalten von Cache verstehen, dann sollten wir auch die richtig Programmierung machen. Das bedeutet, die Cache laden zuerst mehrere Wörter vom Speicher.
wenn wir die Befehle in der Nähe und die Daten in der Nähe zugreifen, meistens, dann bekommen wir auch bessere Performance. Wenn wir Random Walk oder Zufahrt ausführen, das bedeutet, ich habe viele Dinge dort ausführen, dann dort, dann dort, dann dort, ohne Lokalität, dann ist es chaotic für Cache-Hierarchie. Hier ist ein Beispiel von dieser Veröffentlichung. What every programmer should know about memory. And of course, we also talk about this article, what every programmer should know about floating-point arithmetic. And these two together would be the basic material for the programmers, at least to understand how your computer systems assume that you would work together with the system. Ja? So, hier ist ein Beispiel von dieser Veröffentlichung. Wir haben Pentium 4. In Pentium 4 die Latenz von R1 Cache ist 4 Sekunden. R2 ist 14 Sekunden pro Zugriff. Hauptspeicher dauert 200 Sekunden pro Zugriff. Okay. Die Größe von R1 ist 16 Kilobyte, R2 ist 1 Megabyte, Hauptspeicher ist groß, egal, für uns. Okay. Wenn wir über eine Linked List mit Eintrag, mit Größe von jedem Element Mpad mal 8 Bytes dort setzen, dann können wir über die Performance mal gucken. So, wenn Mpad ganz groß ist, das bedeutet, wir haben große Elemente und jede dauert lang zugreifen. Wenn Mpad klein ist, dann ist dieses Element klein, dann können wir auch mehrere Bytes in Cache-Broker weiter benutzen. Okay, so, dann können wir hier gucken. Hier ist die YS ist die Zukunft per List-Element zuzugreifen. So, wenn wir ein Element von dieser Linklist zugreifen, wie viele Zeit dieses Element es braucht. Wenn ein Access hier ist die Working Set Size, die Größe von der Liste. Wenn wir hier, das ist 2 hoch 10, 2 hoch 10 ist 1 Kilobyte. So, gucke, setzen hier. So, das ist 1 Kilobyte. 2 hoch 20, das ist 1 Megabyte. Okay, das ist 1 Kilobyte, das ist hier 1 Megabyte. Okay, was kennen wir? So, wir haben bis hier fast ganz schnell zugreifen. Das ist 2 hoch 13, das ist 8 Kilobyte. Fast hier. Das bedeutet, wenn die Element zu groß ist, dann haben wir nicht genug Platz in R1 Cache. Um die Daten dort zu halten, dann ist es langsamer. Wenn mehr, dann ist es mehr langsamer. Okay, dann das sehen wir hier auch. Hier ist im Bereich R1 Cache und dann R2 und dann haben wir, das ist R1 Cache, dann hier in dieser Richtung, so R1 Miss, aber R2 Hit, dann weiter gibt es nur R2 Miss und dann ist es meistens langsam. Okay, am nächsten Mittwoch werden wir über unsere Forschung erklären.
machen wir nächsten Mittwoch ein bisschen mit Random Forests und Decision Trees zu tun. Was kann man verbessern? Und das kann man schon nach dem Verständnis von dieser Vorlesung verstehen, glaube ich. Okay, gut. Man kann vielleicht auch mit uns zusammenarbeiten und vielleicht mehr bessere Performance von solcher Random Walk zu bekommen. Sie können, ich hoffe, dass Sie oder ihr zu Hause über die 2 Veröffentlichungen durchlesen. Die 2 sind ganz wichtig für die Informatiker, um das System besser zu verstehen und dann besser programmieren schaffen können. Es bedeutet, wenn Sie nicht die Speicherhierarchie richtig verstehen, dann machen Sie auch manche random Zufallsentscheidungen. Und solche Zufallsentscheidungen kann später Performance verhindern. So, das ist am besten, man soll von Anfang richtig verstehen, warum gehen wir langsamer sequenziert in List und Array durchlaufen, nicht hin und her gehen. Ja. Und warum? Es ist nicht gut, wenn man eine Liste zu bauen, wenn man kann mit Array, mit kontinuer Adresse realisieren können. Okay. So, if you create a linked list, the list looks like that you do the sequential access to the list, but all the elements are randomly collected somewhere from different addresses. You are actually doing a random walk, although you think you are doing a sequential access. It's not about that you go through the array. It's not about that you go to the linked list from the start to the end. It's about the fact that you should go through your elements one after another sequentially in a memory address. If you implement a linked list, and the list itself is a collection of random elements in your memory subsystem, you are doing a random walk, even if you go from the head to the tail. If you want to go from the head to the tail and you want to get a better performance, you should organize your list in a good locality. You would hope that you start from the low address continuously to a high address to actually get the best use of your memory. This is what we are going to talk next Wednesday, how we recently published our papers in the top conferences by just utilizing this concept. And maybe a little bit more. Okay, of course, also a little bit more. Okay, Sie können auch solche Cache-Simulation in ROS benutzen. Sie können Direct Mapping mit der Anzahl von Blocks und andere hier einsetzen. Es gibt ein Ding hier ein bisschen komisch. Das ist mit der sogenannten Cache Replacement Policy genannt. Das würde ich next erklären. Okay. Gut. So, wenn wir etwas zugreifen möchten, aber die Adresse nicht im TLB ist und nicht im Cache ist,
dann ist es ein TLB-Miss oder ein Cache-Miss. Okay, die beiden sind gleich, ja? Aber es ist ein Miss. Ein Miss, es bedeutet, der Inhalt ist noch im Hauptspeicher. Wir sollten den Inhalt vom Hauptspeicher im Cache oder TLB transportieren. Die Frage ist jetzt, die Tabelle ist schon vor, wie es hier. Man kann sehen, einfach, die alle Mengen hier von TLB, es gibt keinen Frei-Eintrag von Set nur, wenn wir Set nur weiter Platz benutzen möchten. Dann wollen wir diese Austauschverfahren von Cache und TLB. Das Konzept ist einfach. Wir sollten eine dort ausnehmen und dann setzen wir an diesen Platz eine neue, diese neue Adresse, der neue Tag und den Inhalt, die wir dort brauchen. Okay. Dann die Frage ist, welchen Antrag sollten wir entnehmen? Es gibt 4 Heuristics und 4 Algorithmen für solche Austauschverfahren. Ihr könnt auch auf Internet gucken. Natürlich Intel, AMD würden nicht über die Austauschverfahren publizieren, aber man kann einfach profilen. So, you can profile the behavior. Es gibt viele Veröffentlichungen und Artikel auf Internet, wie man dort probieren kann. Ich erkenne hier 3. Ich erkenne hier 2. Nein, ich erkenne hier zuerst eine einfache Methodologie, also Zufall. Wir nehmen eine aus, auf jeden Fall eine. Welche? Egal, eine. Okay, so ist es Zufall. Ein zufälliger Eintrag wird überschreiben. Das ist vielleicht am einfachsten. Was haben wir dort in unserem Beispiel gesehen, ist die Methode, sogenannten List Recently Used. List Recently Used bedeutet, dass der Antrag, der List Recently Used, kann man überschreiben. Okay? Was bedeutet es? Da müssen wir zuerst gucken. Das ist Folien. Hier. Oder nicht? Ja, gut. So. Gegeben die Speicherzeiten, würde in folgender Reihenfolge zugreifen, nur 1, 2, 3, 2, 4, 5 nur. Ordnen Sie die Zeiten nach dem Zugriffsalter. Links ist die jüngste Zeiten, rechts ist die älteste Zeit. So, wir können dort anfangen. So, nach dem ersten Zugriff ist nur, nach dem zweiten Zugriff ist 1 nur, nach dem dritten Zugriff ist 2 1 nur, nach dem vierten Zugriff ist 3 2 1 nur, nach dem fünften Zugriff ist 2 3 1 nur.
nach dem sechsten Zugriff, das ist 4, dann das ist 5, das ist 4, dann 2, dann 3, dann 1, dann nur. Okay? Gut, dann gehen wir zurück. Das bedeutet, hier ist nur ist am jüngsten, dann 5 ist zweiter jüngsten, dann 4, dann 2, dann 3, dann 1, dann nur. Ist das richtig? Es gibt keine richtige Lösung, das ist nur 5, 4, 2, 3, 1. Ja. Gut, ist das klar? Okay. So, jetzt, wenn ich Seite Nummer 8 zugreifen möchte und wir haben zusammen nur 6 Wege von diesem Set, dann muss ich die älteste Cache-Block überschreiben. Das ist diese Nummer 1 hier. Dann ist meine Inhalt von Cache von jüngsten nach ältesten 7, nur 4, Entschuldigung, 7, nur 5, 4, 2, 3. Und 1 ist schon überschrieben. Schon weg. Okay. Gut. Gibt es Fragen? Wenn nein, dann gehen wir zu Ende. Okay, gut. Gleiche Frage. Jetzt diese Adresse ist nur x. Hier ist nicht 1. Ja, das muss ich wegnehmen. Dann, das ist 2. Okay? Was passiert dort? So, dann kann ich auch jetzt über diese Zahlen hier erkennen. 1 ist am jüngsten, 4 ist am ältesten in dieser Menge. Okay? So, wenn wir LAU benutzen, dann überschreiben wir den Eintrag, der am ältesten ist, wenn es Cache-Miss ist. Zuerst sollten wir gucken, ob es ein Cache-Hit oder ein Cache-Miss ist. Okay, ist es ein Cache-Hit? Natürlich nicht, es ist Cache-Miss, ansonsten sollte ich nicht dort hier fragen. Warum ist es ein Cache-Miss? Why is this a Cache-Miss? Who wants to try? I think someone has to stop the camera before I move out. Ist das an? Ja, ich glaube ja. Also für das ganz rechte Bit, also wir brauchen erstmal nur ein einziges Bit für die, wie hieß es mal, für den Index, glaube ich. Welches Set ist es? Z1. Z1. Also 0x1, genau. Z1 und wir suchen jetzt die Zahl x0800 im Grunde und die gibt es da nicht. es gibt eine nicht. So, es ist, in Z1 es gibt kein nur x800. Deswegen ist es ein Miss. Ja, das ist ein Miss. Bin ich getroffen. Ja,
welcher Eintrag sollten wir überschreiben? Ich würde sagen, der Eintrag bei Tag 0x5, weil es der älteste sein sollte. Ja, gut. Und nachdem, was sollten wir machen? Was man mit dem Eintrag machen soll, der ist dann weg. Oder wie? Dann müssen wir auch die Erte aktualisieren. Ja? Ja, welcher ist am ältesten nachdem? Ach, dann sollte die 0x1 die älteste sein. Ist am ersten, so nur x1 ist 4, dann nur xt ist 3, nur x7 ist 2 Und, auf und nur x8 nur ist 1. Ja? Genau. Gut, danke schön. Ist das klar? Alles klar? Okay, gut. So. Das nach dieser, das ist hier nur, das ist dann, ach nur, das ist 1, 4, 3 und 2. Okay, gut. So, deswegen wir dort. Correct. Okay, good. I hope you understand this. Now, how much time do we need to implement this LRU? I mean, how much time do we have to run an LRU algorithm? So let's go back to what we got earlier. Oh, too far. Wir haben nicht so viel Zeit, um diese Algorithmen und diese LRU-Algorithmen in Hardware zu implementieren. Diese Aktualisierung von Erte ist nicht einfach zu realisieren. Okay. Man kann besser Hardware-Implementierung machen, aber es kostet. Ja? Man kann einfach durch die Inhalte, Tag alles aktualisieren, aber das ist zu langsam. Ja? Wenn wir etwas aktualisieren mussten, dann es dauert Zeit. Es entweder kostet oder dauert Zeit. Deswegen die meisten Implementierungen von Hardware und Software hat andere Dinge. Zum Beispiel First in, First out, most recently used und not recently used. Die alle Dinge kann man dort implementieren. Und in Betriebssystemen werden Sie über sudo this recently used nicht gleich this recently used, aber einen Algorithmus näher LRU zu simulieren oder nachmachen. Ja? Das kann man auch machen. So, gibt es Fragen über Cache Replacement? Okay, gut. Dann gehen wir ein bisschen zurück. Wenn wir Cache Miss haben und dann einen Eintrag von Cache überschreiben mussten, dann müssen wir auch überlegen, warte mal, was können wir einfach überschreiben? Was wird denn passieren, wenn der Inhalt hat früher schon aktualisiert, aber noch nicht im Hauptspeicher schon geschrieben? So, wir müssen sofort, wir müssen auch die Inhalte von Cache zurück im Hauptspeicher schreiben. Es gibt zwei Strategien zum Rückschreiben. Eine ist Write-Through, andere ist Write-Back. So, Write-Through bedeutet es, wenn etwas
im Cache schreiben, etwas in Cache geschrieben wird, schreiben wir sofort auch im Hauptspeicher zurück. Das ist write through. Okay, das zum Beispiel, wenn wir etwas hier in Cache aktualisieren, aktualisieren wir sofort auch im Hauptspeicher. Das war früher 4444, aber jetzt sofort aktualisieren wir. Das ist vielleicht einfacher. Die zweite Methode ist write back. Und das ist nur, wir schreiben nur zu Hauptspeicher, wenn der Cache-Block nicht weiter im Cache weiter bleibt. Das bedeutet, wenn dieser Block überschrieben wird, dann schreiben wir zurück zu Hauptspeicher. Was passiert, ist wie so. Wir haben zuerst diese Adresse mit 555 aktualisieren, aber dieser Block ist noch in Cache. Wir können dort weitermachen und dann, nachdem, können wir dort sofort aktualisieren. Wir aktualisieren weiter, wenn dieser Cache-Block, diese Adresse nicht weiter in Cache bleiben sollten. Das bedeutet, dieser Cache-Block wird bei anderen Block austauschen. So, wenn wir über RIU gucken, über Cache austauschen Verfahren gucken, wenn wir einen neuen Eintrag in Cache hier brauchen, dann sollten wir diese Adresse überschreiben, dann wir sollten hier überschreiben und dann entwickeln wir diese Datei und dann schreiben wir zurück in Hauptspeicher. Das sieht so aus. Okay, gut. Slido ist einfacher, um meine Frage zu fragen. So. Was sind die Vorteile von Write-Through-Caches? Was ist nur die nächste Frage? Was ist nur die nächste Frage? Die nächste Frage ist, was sind die Vorteile von Write-Back-Caches? I think the options are the same, right? Yeah. So what are the advantages of write-through caches? The next question is that what are the advantages of write-back caches? Okay, so die Latenz, wenn wir über
dieses Verfahren nochmal zurückgucken. Es dauert länger, wenn wir in Cache und dann weiter in Hauptspeicher schreiben müssen. Ja. Es gibt natürlich Dinge, um solche Latenz zu verbessern, aber das ist unerwartet von meiner Frage. Die Latenz ist nicht geringer. Der Inhalt in Cache ist gut, meistens gleich Entschuldigung. Der Inhalt von Cache ist immer gleich wie Speicher. Das ist gut, weil wir haben Kohärenz von Hauptspeicher und Cache bekommen. Wenn wir über Multicore-Systems gucken, das Kohärenz ist ein großes Thema. Und leider schreiben wir, wie schon unser Beispiel, vielleicht 4 unnötig schreiben Zugriff im Hauptspeicher. Das bedeutet es, wenn Sie ein Schleifer, ein For Loop, zum Beispiel über etwas im Array machen mit gleicher Adresse, so Sie haben die Summe hier Addition und dann schreiben sofort zu Array-Element, dann ist es nicht gut, dass Sie das Programm sofort die Inhalte vom Hauptspeicher aktualisieren. Man kann warten. Nur bis Ende der Schleife ist die Akkursierung vielleicht gültig, die anderen sind nur dazwischen. Okay, das ist hier, dann zweiter. Was sind die Vorteile von Write-Back Caches? Okay. I should probably ask them to answer this too first before I explain that. Okay. Vielleicht die Negation ist die richtige Lösung. Probably just take a negation of the previous answer and you will know what this is. Okay, gut. Gibt es Frage? Ja? Nein? Dann. Okay, so. Was ist auch wichtig, ist das. Welche Adresse sollten wir in Cache lassen? Sollten wir reale Adresse in Cache machen, oder sollten wir die virtuelle Adresse in Cache machen? Wenn wir mit Virtual Cache benutzen, dann müssen wir immer wieder dort mit MMU setzen, können wir hier dort mit MMU setzen. Das ist mehr besser, weil wir sofort die Daten von Cache benutzen können. Aber wir können auch die reale Adresse von Cache hier machen. Das bedeutet, wir sollten zuerst MMU gucken und TLB über die reale Adresse dort überprüfen und dann können wir die Inhalte von Cache dort zugreifen. Das ist natürlich langsamer. Warum ist es langsamer? Weil für jeden Zugriff brauchen wir zuerst TLB und MMU zu benutzen. Das ist langsam. Wenn wir ein TLB-Miss hier bekommen, dann haben wir auch Probleme, um Performance zu verbessern. Okay, dann
sollten wir einfach Virtual Cache benutzen. Was ist das Problem, wenn wir einfach Virtual Cache benutzen sollten? Oh. Virtual Adresse. Es bedeutet, es kann sein, verschiedene Prozesse mit gleicher Virtual Adresse dabei sind. Es gibt vielleicht zwei Prozesse und die zwei Prozesse kann man konkurrent ausführen. Dann wird die virtuelle Adresse von Prozess 1 und die virtuelle Adresse von Prozess 2 zu vergleichen, dann die zwei kann gleich sein. Es bedeutet, es ist vielleicht Cache-Hit, aber diese Adresse ist nicht von meinem Prozess, ist von einem anderen Prozess. So, das kann ein ganz großes Problem sein. Deswegen, diese virtuelle Adresse kann man nicht einfach so setzen. Wir brauchen etwas anderes. Okay, was kann man machen? Es gibt viele Möglichkeiten, aber wir sprechen hier nicht. Eine Möglichkeit ist mit sogenannten virtually indexed, real tagged. What does that mean? It means that you indexed here with the cache. The index you look at for the set is based on a virtual address. Whether you hit or not hit is based on the tag of the actual address, because that is unique. So you would still need the MMU for that part, but it would already be more efficient in that way already. If you're interested in the behavior, the slides in appendix here could give you more information. But I think we would not have time to talk about that. So, was haben wir von unserer Speicherhierarchie? So, wir haben dort Prozessor. Neben Prozessor haben wir sofort Register File. Wir haben 64 Register, 128 Register, auch 246 Register und mit anderen Varianten. Dann der nächste ist L1 Cache. Und wenn wir virtuelle Cache hier dort benutzen, dann gehen wir dort zu MMU. So, das Virtual Cache. Dann müssen wir auch mit MMU, um reale Adresse zu transferieren. Dann hier können wir L1 Data Cache. Und hier kann man mit Write-Through machen. Dann haben wir L2 Cache. Und das Command mit Write-Back machen. So, was sehen wir hier? Das R1 kann man mit Write-Through machen, weil R1 und R2 kann man effizient Latenz hier bekommen. Aber R2 nach Speicher dauert ganz lange. Man braucht vielleicht Write-Back und damit Write Buffered, um die Latenz zu verbessern. Okay, es kann sein, dass R2 auf Chip ist oder dass R2 nicht auf Chip ist. Für R3 normalerweise, zu meiner Kenntnis, ist R2 immer nicht auf Chip. Aber das kann jederzeit sich verändern. Ja. Gut. Und wenn wir jetzt über Intel, we should change that to AMD processors next year. So, wenn wir über Prozessoren gucken, es ist auch gleich. So, es gibt R1, R2
und dann es gibt auch mehrere Varianten mit R3. Okay, das war's für Cache. Gibt es Fragen über Cache? Können wir garantieren, dass Cache und diese Memory Hierarchy immer auf Crowdsourced dabei ist? Fast oft. Ja, ich kann sagen, vielleicht 99%. Gab es schon so viele Crowdsourcing? Yeah. So, the cache memory hierarchy is one of the important subjects in this lecture. And I hope that when you come to my lecture later, I don't have to explain this again, because I had to do that just 1 or 2 months ago in another lecture. So, good. No question? Dann, was haben wir noch? Massenspeicher, Platten und Solid-State Disks. Okay. Ich würde nicht viele Dinge durchsprechen, aber sonst sollte ich auch über redundant arrays of expensive disks sprechen. Okay. Was ist das? Wir haben vielleicht ein paar Platten und diese Platten sind billiger als andere Speichergeräte und wir können mit Independent Disks und Eingaben, Ausgaben Geschwindigkeit zu verbessern, durch paralleles Lesen und Schreiben auf mehrere Platten zu machen. Das ist auch gut, wenn wir über Zuverlässigkeit gucken. Wenn wir mehrere Disks gleichzeitig benutzen, wenn ein Disk kaputt ist, können wir hoffentlich die Daten noch weiter benutzen, die Daten zurückbekommen und dann werden wir weiter benutzen. Ja? Wir machen mit dieser RAID mit verschiedenen Stufen. RAID Noir ist sogenannten Striping. Das ist vielleicht unpraktisch jetzt, weil meisten Disks ganz groß sind. So, in Vergangenheit, so when I was a kid, in Vergangenheit, wenn ich 1 GB Speicherplatz bekommen musste, brauche ich vielleicht 10 Disks, jeder mit 100 Megabyte. Ich verstehe, dass das ganz komisch ist. Es gibt solche Vergangenheit. Okay? So. In the old days, in this lecture, I always show a web page here. There was the advertisement from the hard disk companies back to 1970s. When they wanted to sell their first hard disks, they talked about a few megabytes and a few kilobytes, and explaining how excellent that would be if you can store that amount of storage. And you could understand that you look at that number, you would be amazed how cheap the disks, also solid-state disks currently are. Okay. So, Striping, es ist einfach so, wir können die Daten einfach, wir haben 4 Platten, 10 Platten, aber jede 100 Megabyte. Wir können die 10 zusammen verbinden und dann bekommen wir 1 Gigabyte auf Speicher in Continuous Adresse. Es gibt keine Redundanz, es ist nur Verbesserung von Übertragungsrate, weil wir im Parallel diese Daten hier zugreifen können.
schreiben können. Das ist Red Noir, Striping. Dann Red 1 ist Mirroring. Das bedeutet, hier ist das, ich habe gleich 10 Disks. Die erste 1 bis 5 ist eine Gruppe und 6. bis 10. ist die zweite Gruppe. Die zweite Gruppe ist eine Mirror von der ersten Gruppe. Dann fertig. Es ist gut, weil wir die zwei Gruppen Toleranz als Backup benutzen können. Dann können wir Fehler zu Toleranz machen. Das ist, wir erhöhen die Fehlersicherheit. Und leider ist es nicht so gut, wenn wir ein Disk von Gruppe 1 und ein Disk von Gruppe 2 kaputt haben, dann ist auch dieses Konzept nicht verfügbar. Okay, das ist auch nicht gut. Aber man kann es so machen. Ne? Gut, so, es gibt Leute, nur 1, dann 2, 3, 4. Aber ich schon springen wir die andere über, gehen wir zu Red 5. Red 5 ist zurzeit noch häufig benutzt. Was ist Red 5? Von Red 5 benutzen wir diese Parity Bit. So, das ist Parity Bit. Wir haben hier zum Beispiel, ich benutze einfach mit Bits, aber das natürlich mit Patch zu tun. So, wir haben mehrere Bits von einer Seite und das sollten wir für jedes Bit dort machen. Aber wir gucken jetzt nur ein Bit. Dieser Bit, hier ist x nur, dann hier ist x1, dann hier ist x2, dann hier ist x3. Dann hier ist dann p nur. Okay, so p nur ist x nur exclusive or x1, exclusive or x2, exclusive or x3. So dann p nur ist das Parity Bit. Okay. Was ist die Eigenschaft von hier? Wenn dieser Disk kaputt ist, ist kein Problem. So, wenn dieser Block kaputt ist, dann ist es kein Problem. Dann haben wir noch x nur, x1, x2 und x3. Aber wenn dieser x3 kaputt ist, wir haben kein x3 mehr. Aber was ist x3? x3 haben wir schon verloren. Wir sollten x3 berechnen. Wir haben x nur, x1, x2 und p nur. So, dann haben wir x1, x nur, exclusive for x1, exclusive for x2, exclusive for xor, p nur. Dann das ist unser x3. Das bedeutet, wenn ein Bit kaputt ist, benutzen wir weiter das Parity Bit und das mit XOR. Dann bekommen wir den Inhalt von dieser verlorenen Block. Dann können wir einfach die Inhalte noch zurückbekommen. Was bedeutet es? Ich setze hier 5 Disks. 1, 2, 3, 5. Wenn einer kaputt ist, austausche ich einfach diese
Harddisk mit einer neuen Disk. Dann das neue Disk sollten wir den Inhalten mit dieser Parity-Bits zurücksetzen. Dann bekommen wir auch den gleichen Inhalten wie früher. Okay? Das ist mit Hochtoleranz und das kann man besser Failure-Toleranz schaffen. Natürlich, das ist nicht perfekt. Wenn etwas während der Rebuild-Zeit passiert ist, dann ist es auch alles weg. Ja? Gut. Dann können wir nichts weiter Bits, Verrohrungsbits hier zurückbekommen. RAID 5 ist mit Disputed Parity genannt, weil RAID 4 hat ein Parity Disk vor. Mit RAID 5 verteilen wir auch die Parity Bits auf andere Disks. Wir sehen hier, Parity Bit 0 ist auf Disk 5, Parity Bit 1 ist Disk 4, Parity 2 ist Disk 3 und weiter. Das bedeutet, wir haben auch verschiedene Parity Bits in einem verteilt gespeichert. Okay, gut. Dann natürlich kann man auch mit den RAID 0, RAID 1, RAID 5 alles zusammen kombinieren und es kann man einfach schaffen. Man kann auch mit Parity Bits mit RAID 6 machen. Das kann in Praxis in unserer Gruppe machen wir mit RAID 5. Kann sein, dass alles in Ordnung ist. Aber wenn der RAID Controller kaputt ist, dann ist alles kaputt. Okay. So therefore, you would have certain level of redundancy as well. Okay. Good. So this is what we do with redundancy. Wir können auch über Solid-State Disks diskutieren, aber wir haben keine Zeit. Ja? So, what's the difference between solid-state disks and disks? What is the difference between your USB sticks and the hard disks? So the hard disk is based on rotation. It's a disk, right? So you can rotate. Okay. The solid-state, so since it's based on mechanical movement, if you put a hard disk in your car, then the vibration of the cars or the vibration of the transportation would basically destroy the hard disks very soon. Huh? So hard disks should not be used for environments that would have vibrations. The solid-state disk implies that there's no mechanical movement in the system. So you can basically take that disk anywhere, anytime to put, it is robust in the environments that you can actually make it portable. So when that came out, it was adopted by Apple back to 2010s, and they started with the solid-state disk when the other notebooks still used the hard disks at that time. And then you could observe that the notebooks at that time Apple had could have also more robust behavior in the portable environment, and it could also have a lower latency for the hibernation mode. You probably use that nowadays without a sort, but it was actually quite complicated to do back to 2010. Yeah, you just close your laptop nowadays, and when it goes to the hibernation state, but if you look at the history,
it took quite some effort to achieve this one. Okay, good. So there are two types of solid-state disks. One is a NOR flash, another is NAND flash. NOR flash is based on NOR gates, NAND flash is based on NAND gates. So let's not talk about this part. The NOR flash is used for storing the text segment because writing to a NOR flash is very slow. You could read the data from the NOR flash. Writing back to NOR flash is basically going to take quite a lot of time. So the NOR flash is used in a press, so-called SQ in press. And you could find NOR flashes everywhere in the ECUs in the car, and something called set-top box that you probably don't know it anymore. Oh no, you probably have that. Do you find set-top boxes for the digital TV, right? Yeah, it was. Okay, good. So basically, set-top box is the conversion from converts your signal that you receive from the cable to the TV, and that uses NOR flash as well. You get a NAND flash. NAND flash is what you have in your solid-state disks on your laptop, digital camera, and smartphones. The reason is that you use that for storing the data, and you need a large capacity for that. NOR flash is very expensive per bit. NAND flash is much cheaper in that. And you just see different characteristics. So NOR flash can allow you to do random access. NAND flash will not. And then the NAND flash can be easily repressed. And the size of the NAND flash is small. So the overall capacity you can provide per chip is larger than the NOR flash, as I explained earlier. The dependability of NOR flash is higher. That's the reason why I use that in the cars. But you don't care about the capacity for your ECUs in the car. You care about the safety there. You can do the direct execution on NOR flash, but not on the NAND flash. Okay. So what's the difference between the flash memory and the disk? It's mainly the characteristics of overwriting. In a hard disk, when you want to repress the data, you just overwrite the data there. You write, you get the data from that address in a disk. You want to overwrite, you just write to that address. For the NAND flash and NOR flash, you cannot do that. You cannot do the impress replacement. That means that if you want to change a single bit of your file, you have to write to another place. You have to erase the content you put earlier and then write to a new address. Or you erase the whole block and write to that address. So what does that mean? You only want to update one bit, but you have to erase the whole block with thousands of bits. So therefore, you don't do it in place. You do it out of place. So the flash memory also has the lifetime issue. When you go to the market and buy the so-called 3D flash memory, I have to be careful about what I say. That's a business trick. What it does is that it converts one cell from one bit to multiple bits. And by doing so, the reliability of a block becomes lower.
And by doing so, the amount of time you can erase a block is reduced to a few thousand times, maybe 10,000 times. At this moment, when you look at those 3D compact flash memories. But you will say, wait a second, it's not a problem, right? I have 10 gigabytes, so sorry, too small. I have 128 gigabytes in my flash memory. I probably don't need that much, right? But keep in mind, if you only erase 1 bit, you have to rewrite the whole block, then you are going to be in trouble very soon. So the flash management requires a new layer called flash translation layer to actually do the translation and to all the management unit as a new one over here. I'm honored that my Dr. Father actually received his HCM fellow and IEEE fellow as the pioneer to do the flash translation layer management back to 2000 and has a lot of contributions in this regard. And since the time is up, I think my time is also up, and Christian has something to comment about flash. No? I thought you want to say something. No? Okay, good. So the flash would not be, is quite useful, but unfortunately we won't have time to go into the details. But we have one more question. A few questions. Let's go through the polls. Go back to RAID 5. If I have 1 terabyte hard disk, and with RAID 5, how much capacity is that? They changed their mind so quickly. So, is it clear? Any question for this? No? Next one. So, go back to the memory hierarchy. We talk about the tab here. Do you know what tabs are? Do you know the video tabs? Okay, they can be used to store the data as well. Okay. Yeah. VHS, you know what VHS is? Yes, okay, good. So, are we still using tabs? I listed there, but are tabs still used? No. Yes and no. Wait a second. I think we have tabs in our OHAS 14, right? In the corridor at the entrance of OHA 14. Yeah, but it's in the basement right now because there's something else. Ah, yeah. Due to corona, things were removed. 50 years. Yeah, okay. Yeah. Okay. They are used, of course, in museums, but I'm not saying that. I'm saying that are they still used in practice now? Let's go to the next one. Okay, so we need to tell you the answer before we go to the next one. There's no answer. The answer is yes. Okay, why is it yes? What did you see? I did not see anything.
If you did not see that, it's too late. What is then the reason why we still use it? Okay, so we have to understand one thing. The design of computer systems is a trade-off. It's always a game between performance and cost. You want to do something cheap, then you pay for performance, usually. Okay. If you want to have something fast, you usually pay also for the cost, or the area, or anything. This is a game of trade-off. There's unfortunately, in many cases, no optimal solutions that can fit everyone. And for taps, of course, we talk about a memory hierarchy. Taps are super slow. So the second one is not the second one, so it's not correct. Let's knock this first. So taps, of course, are not faster than hard disks. They are super slow. They are, of course, much bigger than hard disks in terms of terabytes you can store per physical size. Huh? Okay? But you can make them compactly stay together and then have all the things automated to minimize the space you will need. They are super cheap. They are really, really cheap in terms of bits per dollar you need to invest. So you can store a huge amount of data there, but you cannot use them. It's a problem. You can store a lot of data there, but due to the speed, you cannot use them. If you want to access a file, a video, it takes almost forever for you to use that in real time. You cannot use that for any real-time services, but you can use them as a backup. Okay. And tabs, I have to be honest here that I also have a lot of tabs at home in Taiwan. And next time when I went back to Taiwan, a few years back, due to Corona, I haven't been in Taiwan for a while. None of them can work anymore. So the tabs are very, very fragile in a way that you need also the redundancy within the tab. Okay, or you need to basically back up your backup from time to time. But remember that they are backups. You hope that you will never have a day to use them, but once you need them, you want them to be available. You don't need to have the data recovered immediately. In most cases, of course, you probably also noticed that there was a fire a few months back in a internet service provider in Strasbourg. And since their backup is physically in the same building, so they had a hard time to actually recover their backups. And several websites were therefore not able to be recovered for that reason. Okay, so the key for tab to be used is mainly due to the cost and also the large amount of data they can store. And the reason that you need backups, and those backups do not have to be used in real time. Also ich habe gerade noch mal nachgeschaut, wen es interessiert. 30 Terabyte Tape sind so ungefähr bei 80 €, wenn ich ein Stück kaufe. Also wenn ich jetzt das irgendwie in großen Mengen kaufe, wird es natürlich noch günstiger. Wer da mal Spaß dran hat, kann sich das angucken. Es gibt super lustige YouTube-Videos zu solchen Tape-Robotern, also wie das funktioniert, also wie die wirklich in Datenzentren eingesetzt werden. Weil da werden die wirklich dann mechanisch aus Lagerstellen verschoben und an Lesegeräte eingelegt und so. Das sieht ganz lustig aus. Ja, okay. Dann
das muss ich Glück dort sagen. Wir haben fast alles gesprochen. Das letzte Thema für diese Vorlesung ist natürlich Eingabe- und Ausgabegeräte. Dann am nächsten Montag und Anfang Mittwoch würde ich zum Beispiel über das Thema sprechen. Und dann hoffentlich können wir zusammen über die aktualisierte Computer Systems sprechen. Wir haben bisher nur über Vergangenheit und die Design Principles gesprochen. Aber was sind die Probleme? Sind die zurzeit Research Focus und Design Focus von Rechnerstrukturen? Können wir dort in dieser Vorlesung noch ein bisschen vorstellen. Das würde am Mittwoch dort stattfinden. Ich würde auf Englisch sprechen und er vielleicht auf Deutsch. Das kann sein. Ja? Das ist, wenn wir dort gehen, würde ich klar sagen, dass diese Themen nicht klausurrelevant sind. Ja? Gut. Aber das ist vielleicht gut. Aber das ist vielleicht gut, wenn wir auch etwas mit jetzt ein bisschen sprechen. Ja? Gut, bis nächste Woche. Tschüss.